Ein 3D-Drucker wie dieser gehört heute in jeden Haushalt, wie ein Akkuschrauber oder ein Küchenmixer. Du könntest auch ohne diese Teile leben, aber das Leben ist dadurch einfacher, schneller und billiger. Das trifft eben auch auf 3D-Drucker zu. Viele haben Angst, oh, das könnte schwierig sein, der Aufbau überhaupt und was soll ich denn drucken und wie soll ich das zeichnen? Das musst du alles gar nicht. Die Geräte sind heute absolut anfängertauglich, kinderleicht und dazu noch sportbillig, wie ich finde. Ich drucke seit Jahren meine Angelköder darauf und mit diesem klappt das eben noch besser und schneller über das Netzwerk, über das Internet. Eben habe ich einen kleinen Pflanztopf gedruckt für meinen Camper. Dafür bräuchte ich Stunden, den in irgendeinem Laden auszusuchen. Dann passt mir die Farbe vielleicht nicht, die Größe vielleicht nicht. Hier kann ich alles kinderleicht in Sekunden einstellen. Los geht's! Heute stelle ich euch mal einen neuen 3D-Drucker vor, und zwar von Anycubic. Wie ihr sicher schon in anderen Videos gesehen habt, habe ich schon häufig 3D-Drucker eingesetzt, um Angelköder zum Beispiel herzustellen. Aber man kann und braucht eigentlich einen 3D-Drucker für alles Mögliche. Man kann Küchengeräte reparieren, für einen Pool irgendwelche Anschlussstücke habe ich schon gedruckt. Also eigentlich ist es ein Tool, was in jeden Haushalt gehört. Meinen ersten Drucker habe ich 2017 bekommen, beziehungsweise den habe ich bestellt, und zwar war das ein Anet A8. Den gab es als Bausatz, den musste man komplett selbst zusammenbauen, von jedem Zahnrädchen, von jedem Kugellager. Und das hat mir sehr geholfen, um 3D-Drucker erstmal zu verstehen. Die modernen Drucker, die kommen zum Glück für die meisten von euch nicht mehr als Bausatz, sondern die sind vormontiert. Dass ihr einfach praktisch bloß verschiedene Elemente noch zusammensetzen müsst. Und dann habt ihr innerhalb von ein paar Stunden einen funktionsfähigen 3D-Drucker. Das Besondere an diesem Drucker ist, das ist ein 4-Farben-Drucker. Nicht nur 4 Farben, sondern er kann auch 4 verschiedene Druckmaterialtypen drucken. PLA, PETG und TPU. Ich selbst habe jede Menge Erfahrung mit ABS-Drucken. Das ist aber ein bisschen gesundheitsschädlich, da bräuchte man Absauganlagen, also das ist eher nichts für den Hobbyanwender, der es wirklich zu Hause auf dem Küchentisch machen will. Ich selber habe aber eben keine Erfahrung mit Mehrfarbendruckern und dafür habe ich mir jemanden kommen lassen, der das hat. Und zwar den Lukas. Ja, hallo, hi. Ja, der hat mir eben schon einige Sachen gezeigt, die er mehrfarbig gedruckt hat. Ich habe versucht, so manuell mal mehrfarbig zu drucken. Und diese modernen Drucker, die sollen das aber ansatzlos können. Das heißt, man sieht keine Verfärbung von dem alten Filament und man hat keinerlei Stoßkanten. Vielleicht zeigen wir mir gerade noch, was du dort gedruckt hast. Eine Chipsdose. Ich habe vermutet, dass das hier mit einer Schablone oder sowas drauf gesprüht wurde. Aber tatsächlich ist das mit einem 3D-Drucker gemacht. Also zweifarbig 3D gedruckt, und man sieht hier, wenn man genau hinschaut, überhaupt keinen Übergang, und das ist vor allen Dingen, das ist direkt auf dem Hotbed gemacht. Also das heißt, das Ganze wurde so gedruckt und mit Schwarz wurde dann gestartet oder mit Grün wurde gestartet? Es wurde in dem Fall mit Schwarz gestartet und dann wurden insgesamt 4 Filamentwechsel vollzogen, weil man 2 Schichten gedruckt hat, also es sind quasi nur 2 Schichten schwarz verdruckt worden in dem Fall. Und das Material hier in dem Beispiel ist jetzt aber rein PLA gewesen, also das haushaltsüblichste. Richtig. Das PLA gilt auch als umweltfreundlich, hat aber den Nachteil, dass es eben nur so bis 50 Grad Lufttemperatur hält und dann kann es halt leider weich werden. Ich selbst habe meistens zum Beispiel meine Angelköder mit PLA Plus gedruckt. Das ist temperaturmäßig ein bisschen stabiler in der Höhe, also es geht so bis 60 Grad vielleicht gerade so, und ist aber wesentlich bruchfester, aber auch wesentlich teurer. In diesem ganzen Bausatz von 10 Kilogramm ist eben der Drucker drin. Hier oben sieht man schon das Gratis-Filament, das ist bei allen Druckern dabei. Und dann bauen wir das einfach mal zusammen. Das hier scheint schon eine Hotbed-Auflage zu sein. Sieht aus wie ein 250er Brett, oder? Oder ist es ein 220er? Ich würde sagen 250er. Gut. Aber wir wollen euch jetzt nicht mit dem Zusammenbau langweilen. Wahrscheinlich gibt es ja auch eine Anleitung dabei. Wir machen das Ganze jetzt einfach mal im Zeitraffer. Und das hier ist das Bauteil. Da fährt nachher der Drucker hier gegen den Druckkopf und schiebt sich hier vorne am Hotend, an der Düse selbst, das überstehende Filament ab. Man kann sich somit die Nase quasi selber reinigen in dem Fall. Das sind alle Zubehörteile und die verschrauben wir jetzt aber mit dem eigentlichen Bügel, genau. Hier sitzt im Prinzip schon der Druckkopf. Der ist jetzt noch gesichert über Kabelbinder, damit er die Position nicht verliert. Das werden wir jetzt zusammenbauen. Und so wie ich es wahrscheinlich kenne, wird er dann erstmal eine komplette Initialisierungsfahrt machen. Also du meinst, dass der das Leveling auch alles komplett automatisch selbst macht? Vollständig selbst. Das wäre natürlich cool, weil das habe ich
früher schmerzhaft tausendfach bei meinem ANET A8 selber machen müssen, das Leveling. Genau, also ich kenne es auch von meinem Anycubic i3 Mega S in dem Fall, das war mein erster Drucker. Da musste man auch wunderbar dieses Papier auflegen und musste dann mit den Rädchen das Level einstellen. Also es war schon wirklich sportlich, genau. Also hier, das sollte jetzt eigentlich automatisch gehen in dem Fall. Genau. Alles selbsterklärend heute, beziehungsweise selbstinitialisierend. Kleiner Tipp von einem gelernten Schlosser und Metallbauer. Solche Schrauben wie hier, die über Kreuz liegen, das solltest du über Kreuz anziehen. Dadurch verbessert sich der Anzugsmoment. Also diese Schraube, diese Schraube, diese Schraube, alle erstmal locker randrehen und zum richtigen Festziehen gehst du auch wirklich über Kreuz. Also an einer Ecke anfangen und dann die gegenüberliegende Seite verschrauben. Das wäre mechanisch dann richtig. Wir müssen mal rechts, links beachten. Das ist aber ABS, das merkt man. Man kann einer die Stecker da drauf stecken. Die sollten wir unbedingt entfernen. Das hat man sehr schnell vergessen. Ist mir tatsächlich privat auch passiert schon einmal. Deswegen da extra der Hinweis, unbedingt abschrauben. Druckkopf selbst ist nochmal mit Klebeband gesichert, aber wahrscheinlich einfach nur für den Transport. Genau, also normalerweise kann man die vorne öffnen, um dann das Hotend zu tauschen in dem Fall. Also ich würde es jetzt mal abziehen. Also es ist normalerweise so, dass man mit ein bisschen Vorsicht hier den Druckkopf öffnen kann. Und dann sehen wir hier unten das Hotend sitzen. Dafür war wahrscheinlich die Klappe gesichert. Den Sensor, den wir da sehen, das ist eine dynamische Durchflussmessung. Das heißt, er misst während dem Druck, wie der Durchfluss von dem Filament ist und steuert das automatisch aus. Der Lukas, der steckt jetzt die Filamentrollenhalter zusammen. Genau, hier ist vielleicht wichtig zu wissen, hier ist eine kleine Nase drin, das heißt, die sind auch arretiert, werden damit so eine halbe Umdrehung festgemacht. Und ansonsten sind die einfach aufzuklappen und werden jetzt in dem Fall dann hier oben befestigt, so dass die Schläuche logischerweise nach vorne rausgehen, sind hier oben auch nochmal beschriftet mit Nummer 3 und 4. So, jetzt müssen wir noch die Teflonschläuche anschließen, eben von den Rollenhaltern oben, hier sieht man die Buchsen, zu dem Hotend. Und da erklärt sich eben auch wahrscheinlich das X, dadurch, dass eben die Sachen mehr oder weniger X-förmig verlaufen, die Filamente. Wenn du jetzt einmal hinter dir guckst, hier gibt es einmal noch so einen wunderbaren Stern. Aber der ist wunderbar, dass man die Schläuche ein bisschen beisammenhalten kann. Also man klippt sie halt hier zusammen und hat den einfachen Vorteil, dass die Schläuche hier nicht wahllos rumhängen, sondern wirklich geführt nach unten gehen in dem Fall. Cool. Was mag das hier eigentlich sein? Das hier ist die Nadel, mit der man nachher die Nase von unten durchstechen kann. Ach so. Also wie man das kennst du wahrscheinlich von früher auch, von den älteren Modellen. Steckst du durch und dann kannst du die so machen. Ja, im Prinzip fehlt dann nur noch hier der Stromanschluss. Hier ist auch noch ein Kippschalter, womit man den Drucker dann an- und ausschalten kann. So, bei mir ist eingeblockt. Ja. Gerät ist noch aus. Hier hinten über die zwei, das sind die zwei runden Bohrungen hier. Darüber weißt du, wie das fest ist. Das ist voll magnetisch, also das ist wirklich... Also ich kenne das halt noch, beziehungsweise ich habe am liebsten auf Glas gedruckt. Und diese Variante hier kenne ich nicht. Ich habe dann, als ich noch auf Aluminium gedruckt habe und mit eben speziellen Unterlagen, dann war die mit Aufkleber und die muss man dann mühevoll entfernen. Und irgendwann bin ich dazu übergegangen, auf Glas zu drucken. Glas hat den Vorteil vor allen Dingen, dass man, wenn das Glas kalt wird, also das Hotbed kalt wird, dass sich der Druck dann mehr oder weniger von selber löst und dass man vor allen Dingen den Untergrund absolut glatt hat. Also so einfach habe ich keinen einzigen Drucker bisher gehabt, der das so einfach macht und praktisch selbsterklärender Zusammenbau und man im Prinzip auch gar nichts verkehrt machen kann. Cool. Wird der Drucker gestartet. Jetzt bin ich selbst gespannt, ob er wirklich alles selbst levelt und was da passiert. Ja, schauen wir mal hier am besten aufs Display. Da sieht man eigentlich jetzt mal die Hauptschritte in dem Fall. Jetzt sieht man am Druckkopf oben schon. Der Druckkopf arbeitet auch schon. Genau, hier unten lädt jetzt wunderbar der Balken durch. So, jetzt kommt als allererstes die Frage, welche Sprache. Da wählen wir dann mal die deutsche Sprache aus, aber es gibt jede Menge. Dann welchen Bereich, sind wir nur in China oder weltweit unterwegs? Wir gehen jetzt auf weltweit in dem Fall. Jetzt sucht er sofort das Netzwerk in dem Fall. Das ist für mich auch neu. Also bei den anderen Druckern musste ich eigentlich so ein Modul dazu kaufen. Die modernen Drucker haben natürlich auch eine eigene App, mit der man eben nicht nur irgendwelche Druckmodelle runterladen kann, sondern auf den ganzen Drucker offenbar zugreifen kann. Hier ist sogar eine Kamera eingebaut. Genau, hier sieht man die. Wenn wir hier einmal, ist sogar ein Schutz davor, damit man keinen ungewollten Zugriff hat, wenn man da vielleicht ein bisschen Datenschutz bedenkt. Mit Beleuchtung sogar, Wahnsinn. Genau, mit Beleuchtung. Die lässt sich einschalten über das Display oder auch über die Handy-App. Gehen wir hier den nächsten Schritt.
Da sehen wir jetzt einmal nochmal den Hinweis, die Transportsicherung zu entfernen. Das heißt, können wir bestätigen, dass wir das durchgeführt haben. So, und jetzt geht schon automatisch die Gerätekalibrierung los. Ohne dass wir großartig was betätigt haben. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Und jetzt misst er das erste Mal die Höhe zum Druckbett aus. So, jetzt steht hier Resonanzkompensation starten. Das heißt, das würden wir jetzt auch machen. Ist ein Prozess, in dem Schwingungen ausgeübt werden durch das Druckbett und so weiter, damit der Drucker quasi nachher diese Schwingungen auch rausnehmen kann im Druckvorgang, damit das Druckbild sauber bleibt. Mein lieber Mann, fortgeschritten. Bestätigen. So, und jetzt geht's los. Es fängt langsam an und wird dann in der Regel immer stärker. Also er testet praktisch realistische Vorgänge und überprüft dann scheinbar mit Sensoren, wie sich das eben auswirkt auf dem Tisch, wo er eben draufsteht und wie er das scheinbar kalkulieren musste, die Schwingungen wegzunehmen. Ja? Genau, damit er das halt einfach, wie es im Namen auch schon drin steht, kompensieren kann. Jetzt hören wir dieses Rasseln. Der Druckkopf zittert dabei so ein bisschen. Und das ist sowohl das Druckbett als auch der Druckkopf. Und diese Kombination wird halt jetzt rausgerechnet. Das heißt, dafür muss er einmal die Kennlinie aufnehmen, damit er dann wirklich ein einwandfreies Druckbild hinterher hinkriegt. Wahnsinn. Also in dieser Preislage hätte ich mit sowas überhaupt gar nicht gerechnet. Das habe ich jetzt irgendwie Geräten zugeschrieben, die 1.000 € kosten. Ja, also das ist auch bis vor, ich würde sagen, 1, 2, 3 Jahren war das auch definitiv undenkbar, dass das in dem Preissegment überhaupt möglich ist. Und wenn ich jetzt den Drucker woanders hinstelle, müsste ich dieses Programm dann wahrscheinlich nochmal neu ablaufen lassen, ne? Wäre zu empfehlen, ja. Kann man aber jederzeit in den Einstellungen nachher, also ist relativ einfach zu finden, kann man ihm wirklich sagen, hier, mach das. Man kann aber sogar die Möglichkeit wählen, das vor jedem Druck zu machen, allerdings nicht so intensiv. Dann wird es nur kurzzeitig angeschnitten, aber das geht vor jedem Druck. Jetzt wird das erste Mal die Drucknase in dem Fall erhitzt. Hier sind wir jetzt auf 180 Grad laut Display. Die Hot Nozzle? Genau. Was man jetzt vom Geräusch her hört, ist hier so ein bisschen die Belüftung, die sieht man auch hier an der Seite. Und jetzt sehen wir hier wunderbar auf dem Bild, das ist gut zu erkennen und was er jetzt macht. Also jetzt macht er wirklich dieses Leveling. Ja. Das heißt, er fährt wirklich die einzelnen Punkte an. Das, was früher mit dem Papier in Handarbeit gemacht wurde, macht der Drucker jetzt vollautomatisch in wenigen Sekunden oder Minuten vielleicht auch. Und dann geht's weiter. Also was es hier nicht alles gibt, Active Noise Reduction in Progress. Das heißt, er versucht auch noch eine Möglichkeit, leise zu arbeiten. Das ist ja schon fast dekadent, das Ganze. Das sind Funktionen, die hier abgefahren wurden, die natürlich nicht jedes Mal beim Systemstart neu abgefahren werden, sondern das ist praktisch nur zur Erstinitialisierung des Druckers. Und da haben wir getestet, Selbstdiagnose und Homing, die Resonanz, also wie der Tisch halt schwingt. Wir haben übrigens den Drucker auch umgestellt, weil er eben eigentlich gar nicht so stabil stand. Automatische Nivellierung, das finde ich ist ein Punkt, den man besonders für Einsteiger erwähnen sollte. Hier braucht man nichts mehr selbst nachmessen, sondern es funktioniert alles automatisch. Und aktive Geräuschreduzierung, das finde ich echt schon krass, dass er selbst darauf achtet, dass man wahrscheinlich im Nachtmodus dann drucken kann. Ne? Ja, genau. Also ich kenne es so, dass du die Geschwindigkeit dann auf 50% stellst, also die Druckgeschwindigkeit, und dann drucken die wirklich in einem Dezibelbereich, dass man daneben eigentlich schon schlafen kann. Das ist wirklich krass. Was ich als Schlosser und Metallbauer bei allen mechanisch beweglichen Teilen immer empfehlen würde, ist Fett. Fett. Es gibt natürlich spezielle fette Lubrikante in diesem Fall. Das sieht schon sehr dünnflüssig aus für ein Fett. Und damit sollte man wirklich alle Bauteile schmieren, wo eben Metall auf Metall läuft. Das ist hier diese Spiralschraube natürlich auf beiden Seiten, aber ich sehe gerade, guck mal hier, wenn man den Finger jetzt sieht, da ist sogar ein bisschen Fett drauf. Und vielleicht, was sie eben nicht gemacht haben, weil es eben bei der Montage vielleicht dann zu fettigen Fingern geführt hätte, ist hier diese Schiene. Da läuft ja auch der Schlitten drauf. Die würde ich jetzt auch noch mal so ein bisschen mit diesem Fett einschmieren. Da freut sich der Drucker, also vor allen Dingen auch der Druck. Natürlich, je mehr gefettet ist, desto geschmeidiger läuft die Maschine, desto sauber ist im Endeffekt dann auch der Druck. Und ist hier halt Unterbereich bis ganz oben fährt er selten, und wenn er es tun sollte, dann verteilt er natürlich über das Spiralgewinde automatisch das Fett selber nach oben. Ja, wie ich bei Angelrollen schon immer sage, man muss immer erstmal nachschauen, bevor man das neue Produkt testet bzw. benutzt, ob da überhaupt genug Fett dran ist. Und selbst bei Angelrollen ist ja oft so, dass sie eben vermeintlich benutzerfreundlich eben schön sauber ankommen und eben zu wenig Fett ist. Und hier habe ich eben festgestellt, bei dem Drucker, sowohl die Spirale hier war schon schön vorgefettet, als auch tatsächlich die Schienen hier
haben schon ein bisschen Fett, die eben worauf die Y-Achse läuft. Also es ist schon auch in dem Sinne sehr benutzerfreundlich, dass man eben nicht mit einem trockenen Drucker druckt und dann entsprechend schnell Verschleiß hat, zum Beispiel an den Motoren, die natürlich darunter leiden, wenn irgendwas mechanisch nicht gefettet ist, weil es dann eben mühevoller ist, auch daran zu arbeiten. Ja, jedenfalls auch dafür gibt es einen Daumen hoch. Firmware-Updates lassen sich über die App oder direkt am Drucker installieren. Und scheinbar installiert und bitte das Gerät neu starten. Das bedeutet in dem Fall wahrscheinlich, dass ich einfach nur den Knopf drücken muss. Ja? Genau, ich mache das einmal. Macht das der Drucker aus. Inzwischen sind wir schon per Du, das heißt, ich werde hier richtig begrüßt. Guten Abend, Haramis. Kennt offenbar die Uhrzeit und meinen Namen, aber vermutlich über die App. Jetzt versuchen wir keinen Demodruck, sondern direkt gehen wir ins Volle. Auf dem USB-Stick ist ein Chiselor. Und was könnte es Klassischeres geben als eben ein Red Hat, also ein Oberflächenköder, typischerweise weißer Schwanz, roter Kopf. Sind das jetzt diese modernen Spulen? Sticker contains ID-Chip. Das heißt, wir können dem jetzt hier normalerweise sagen, hier auf die Einstellung gehen. Unter Filamente, und dann können wir dem hier normalerweise sagen Filament 1 und dann sagt man RFID. So, und jetzt sagt er mir, ich soll es da dran halten. Start. Schau mal. So, jetzt führen wir das rote PLA ein für den Red Hat in dem Fall. Wichtig ist, wenn wir jetzt hier einmal auf die Einstellung gehen, ich zeige einmal den Fehler. Wenn ich jetzt hier auf der 2 sagen will, welches PLA drin ist, dann sagt er mir, ich habe nichts erkannt. Und wenn man es einschiebt, dann merkt man das beim Einschieben. Und hier unten springt die Anzeige sofort um. Und ich sehe hier, PLA kann ich auswählen jetzt und die Farbe in dem Fall. Also ich kann jetzt sagen, wir haben jetzt hier rotes PLA. So, und will das einfahren oder extrudieren. Aber Fakt ist, er hat es jetzt hinterlegt. Also man muss ihn erst praktisch anschubsen. Genau, man muss ihn unten wirklich reinschubsen so ein bisschen, aber man merkt das im Fingerspitzengefühl. Wir haben kein weiß, sondern leider transparentes Material. Könnte auch interessant aussehen. Auch hier hat er sofort erkannt. PLA ist eingerichtet, genau jetzt. Und hier ist der USB-Einschub. So, jetzt sind wir beim Materialstatus, auch die 2 Rollen. Jetzt gehen wir auf Weiter. Und jetzt sollten wir hier im besten Fall schon den Köder sehen. Das ist der G-Code, den wir eben gemacht haben. Und normalerweise ist mit einem Knopfdruck, können wir jetzt hier zum nächsten Schritt übergehen. Hier fragt er noch, was wir alles machen wollen. Wollen wir eine automatische Nivellierung vom Bett machen? Nö. Wollen wir eine Durchflusskalibrierung machen? Wollen wir eine Zeitrafferfotografie machen über die Kamera? Das machen wir vielleicht auch, ja? Können wir anmachen, gerne. Und die KI-Erkennung, das ist dann, dass die Kamera quasi über ein KI-Tool automatisch Fehler erkennen würde. Das würde ich jetzt vom ersten Test vielleicht mal auslassen. Wir sehen die Druckzeit, 1 Stunde 30. Und wir sehen, wie viel PLA er insgesamt verbraucht an dem Druck. Ja. Ich würde die Durchflusskalibrierung noch anmachen. Das ist einfach, das gibt ein besseres Bild. Dann misst ihr den Durchfluss einmal. Und dann würde ich sagen, gehen wir in den nächsten Schritt über. Mhm. So, jetzt können wir hier sagen, wir haben 2 Farben angewählt. Welche Farbe was ist, das kann man hier nochmal dann zuordnen. Spule 1, das ist die ganz außen in dem Fall. Und eben die zweite ist rot. Alles perfekt. Ja, jetzt sehen wir, jetzt wird er hier die Temperatur auf 250 Grad hochheizen. Keine Angst, das ist nicht die Drucktemperatur. Das ist jetzt erstmal nur die Temperatur zum Spülen, während er die Durchflusskalibrierung macht. Die geht anschließend normalerweise wieder runter. Und er druckt auf 60 Grad. Genau, das Druckbett hat 60 Grad Temperatur. Und ansonsten sehen wir hier noch die Möglichkeit, die Geschwindigkeit, die kann man normalerweise jetzt auch anpassen. Also hier ist das, was ich gesagt habe, leise, Standard, Sport. Sport ist halt schnell, wird dann natürlich ein bisschen unsauber. Standard ist eigentlich das schöne Druckbild und leise, dann hat er fast die doppelte Druckzeit. Aber natürlich halt wirklich in einem Modus, wo man auch nachts neben sich drucken kann. Wir haben aber jetzt 0,2 mm, glaube ich, die Schichthöhe gewählt. Ja? Das ist natürlich dann nicht so sauber. Genau, das ist korrekt. Hier ist jetzt die Lüfter, da brauchen wir eigentlich gar nichts machen, das ändert er sich automatisch. Das sind die Kühllüfter von dem Hot End, von dem Druckkopf in dem Fall. Wir sehen jetzt hier oben auch die wunderbare 2, das heißt, er wird jetzt sehr wahrscheinlich das Filament 2 drin haben. Und jetzt hat er sich hier hinten die Nase geputzt in dem Bereich. Also sprich, er ist da durchgefahren, um die Füße sauber zu machen. Das ist jetzt beim ersten Mal natürlich noch nicht unbedingt vonnöten, aber wenn man öfter druckt, wird das der Fall sein. Und dann schauen wir mal, was passiert. Um es dem Drucker nicht zu einfach zu machen, haben wir das Modell geändert und drucken jetzt einen Red Hat Red Tail. Also dieser Chiselor hier ist mit einer sehr groben Einstellung gedruckt, 0,2 mm. Und schaut euch dennoch die Oberfläche an. Ich habe
mit meinen anderen Druckern nie annähernd sowas erreicht, selbst wenn ich versucht habe, fein zu drucken. Unglaublich. Dieser Pflanztopf hier wurde mit 0,16 mm und High Quality gedruckt. Schaut euch das an. Die Maserung, die Struktur, man spürt so gut wie überhaupt keine Übergänge mehr zwischen den einzelnen Filamentschichten. Wahnsinn, oder? Der Drucker ist übrigens in dem Moment des Videodrehs noch ein Prototyp, wird aber sicher beim Erscheinen des Videos auf dem Markt sein. Den Early Bird gibt es für 249 €. Die Links zu diesem Drucker findest du natürlich wie immer in der Beschreibung unter dem Video. Bis zum nächsten Video.